Willkommen zu Frequent Traveler TV mit dem falschen Bauchbinde mit den Themen. Deshalb gebe ich euch erstmal ein Themen-Update. Und zwar Lufthansa Miles & More Kreditkarte wandert in 2025 von DKB zur Deutschen Bank. Quasi ein Kreis schließt sich, weil da kamen sie ja irgendwann mal her. Weiter gibt es schlechte Nachrichten von Allegris. Allegris verspätet sich zumindest in der First Class, so scheint es. Also 2024 nichts mit First Class und dem, was wir in Frankfurt gesehen haben. Weiter haben wir einen Deal von Budapest nach Seoul, 1.289 €. Dann haben wir in Toulouse wieder ein 380er, aber 380er Halle mit gebaut wird nicht, sondern es wird repariert, weil da irgendwelche Holme kaputt sind. Und wir haben nochmal den Pilotenvertretungen gelauscht, weil sie sagen, da ist Rascheln, da kommt etwas und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Und KLM haben wir auch heute im Angebot. KLM hat Staatshilfen bekommen, aber der Kollege, der die Staatshilfen überprüft hat, ob sie ordentlich verbraucht worden sind, ist nicht happy mit der KLM und KLM sagt, don't care. Warum? Heute alles in der Sendung. Denkt dran, auch heute bei der 200. Sendung den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig zu kommentieren. Kanalmitgliedschaft kann ich jedem auch nur ans Herz legen und T-Shirt solltet ihr euch auch gönnen, weil damit kommt ihr kostenfrei auf die Stammtische in 2023. Ja, so ist das. Jetzt geht's mit dem ersten Thema los und das ist das, womit die Woche gestartet ist. Das war das Thema Lufthansa Miles & More. Die Änderung fing damit an, dass man gesagt hat, ab Sommer 2025 gibt es von der Deutschen Bank die Lufthansa Miles & More Kreditkarte anstatt von der DKB. Ich habe mir dann so mal Gedanken gemacht und mich gefragt, was ist denn da passiert? Jetzt sagt ihr, das ist doch nichts Aufregendes. Doch, es ist aufregend, weil wenn man eine Karte vergibt oder einen Auftrag zur Karte vergibt, dann ist es so, dass es davor eine Angebotsphase gibt. Das heißt also, Miles & More schreibt die Banken an und sagt, hey, wir wollen euer Angebot haben, wie viel würde das bei euch kosten? In Deutschland ist es ja überschaubar, wer solche Co-Branded Kreditkarten rausgibt. Wir haben die Amex, glaube ich, mit der BMW Bank, wir haben die DKB, die für Hilton, für Miles & More im Moment und für andere die Karte rausgibt. Wir haben dann die Deutsche Bank, die sowas ja mal gemacht hat. Die Dresdner Bank, gibt es die überhaupt noch? Das könnt ihr unten mal kommentieren. Ich weiß das gar nicht, ob es die drehbar noch gibt. Und dann gibt es, glaube ich, noch die Landesbank Baden-Württemberg. Die gibt ja auch noch eine Co-Branded Kreditkarte raus. Also insofern gibt es dort einige Banken, aber doch nicht so viele, wie man so denkt. Miles & More ist natürlich ein Big Shot. Und wer Miles & More haben möchte, muss sich da was einfallen lassen. Jetzt haltet ihr natürlich immer die Frage, warum? Was ist jetzt das Problem? Das Problem ist doch, Deutsche Bank hat wohl für das Paket, was die
Freunde der Miles & More, für uns als Kunden vorgesehen haben, das beste Angebot gemacht. Und das beste Angebot ist nicht das Angebot, wo wir die meiste Leistung bekommen, sondern wo Miles & More die meiste Knete kriegt raus. Heißt also, natürlich, die machen mit der DKB-Kreditkarte Geld, aber die machen mit der Deutschen Bank wahrscheinlich wesentlich mehr Geld. Und das ist der einzige Grund. Und wenn man den Kommentaren trauen darf, ist das ja so, dass die Deutsche Bank nicht so wirklich solide dasteht. Ich kann es nicht beurteilen. Und Privatkundengeschäft war da ja auch irgendwie nicht. Was waren das nochmal? Bank24 oder sowas wurde man abgeschoben. Ich erinnere mich da so ganz leicht dran. Für mich ist mein Intermezzo bei der Deutschen Bank als Kunde viele Jahrzehnte her. Ich war selber bei der Deutschen Bank, war bei der Dresdner Bank. Also ich habe sie aber nicht besonders als verbraucherfreundlich empfunden, um es hier vorsichtig zu formulieren. Jetzt natürlich zu dem Thema, warum machen sie das? Ganz einfach, nicht weil sie unser Bestes wollen, doch sie wollen unser Bestes, unser Geld. Aber sie wollen halt nicht, dass wir mehr Leistung bekommen. Und das ist das, was schade ist. Und deshalb werden wir natürlich aufpassen müssen, dass die Leistungen, die wir mit der Karte versprochen kriegen, auch in dem Umfang, und da gab es ja mit der DKB auch manchmal Grund zur Sorge, ältliches System, Kontenzugang und so weiter, ihr erinnert euch, war es schon nicht rosig. Also besser wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber einer unserer ehemaligen Concierge-Kunden, der ist mir immer noch im Gehör, viel Geld, viel Property, also an dem liegt es nicht. Der hat bei der DKB ums Verrecken keine Lufthansa Miles & More Kreditkarte gekriegt, hat aber die Hilton-Karte, mit der er richtig fünfstellig oder sogar noch mehr Umsätze macht pro Jahr, hat ein DKB-Konto und hat Eigentum, wenn nicht 7, vielleicht sogar 8-stellig in Berlin. Also der hat es nicht gekriegt. Aber für ihn zum Beispiel wird es vielleicht eine neue Möglichkeit geben, bei der Deutschen Bank dann endlich die Miles & More Kreditkarte zu bekommen. Hier könnt ihr mal unten schreiben, was ihr davon haltet. Dann möchte ich noch einige Fragen euch beantworten, die mir heute über den Weg gelaufen sind oder die ich auch heute wieder in einem Consulting gefragt worden bin mit der Karte. Was muss ich tun, wenn die Karte kommt? In meiner Erinnerung war es so, als man zur DKB gewechselt ist gar nichts passiert. Man hat einfach die neue Karte zugeschickt gekriegt, Thema durch, Versicherungsbedingungen und ganzen Schlabberadatsch. Alles fertig, also alles war wie gehabt, passiert gar nichts. Ich glaube, es kam von der Bayerischen Landesbank, sind wir, glaube ich, dann gewechselt zur DKB. Und da war das, glaube ich, von Visa zum Mastercard. Diesmal ist es auch eine Mastercard. Also ihr braucht gar nichts zu machen, es wird alles kommen. Dann die nächste Sache ist, ab wann wird das Ganze passieren? Ab Sommer 2025, heißt also, es ist noch 2 Jahre Zeit. Dann haben wir noch eine Fragestellung natürlich, welche Leistung wird die Kreditkarte haben? Ich gehe mal davon aus, dass die Leistungen nicht weniger werden. Es kann sein, dass die Leistungen mehr werden, aber davon würde ich mich erst überzeugen lassen, wenn es soweit ist. Gründe habe ich euch ja genannt. Was ändert sich für euch? Gar nichts. Wenn die Karte die Gültigkeit hat, verliert sie dann quasi nach 2-3 Monaten wahrscheinlich, wenn ihr die neue Karte habt und aktiviert. Wäre sowieso immer besser, dann direkt die neue Karte einzusetzen. Dann noch eine Frage, die ich hatte, soll ich jetzt die neue Karte beantragen? Ja, beantragt eine neue Karte, wenn ihr sie haben wollt und das Angebot an Meilen gut ist. Dann macht es, ansonsten wartet. Ob es dann ein Hammerangebot von der Deutschen Bank geben wird? Vielleicht, aber auch das steht in den Sternen. Wenn ihr weitere Fragen, Sorgen, Ängste, Nöte zur Kreditkarte habt, schreibt sie unten in die Kommentarspalte rein. Ich werde sie am Ende der Sendung für euch versuchen zu beantworten und abzuarbeiten. Wer abarbeitet, das ist die Lufthansa und das ist bei der Lufthansa die neue Allegris und da ist es wirklich so, dass wir bei Allegris das Gefühl haben, dass wir morgen schon im neuen Flugzeug sitzen. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich fand den Allegris-Truck sehr geil, ich fand die Aktion in Berlin geil, ich fand das Produkt geil. Mit der First Class, mit der Kabine in der Mitte bin ich so ein bisschen im Zweifel, ob das so toll ist oder nicht. Am Fenster der Sitzplatz wird wahrscheinlich hammergeil, links und rechts, aber in der Mitte empfinde ich als schwierig. Business Class, ja, ist ein Quantensprung bei der Lufthansa, ist jetzt nichts, wo man sagen müsste, wäre schlecht.
Auch da bin ich froh und das soll ja auch alles in der Zeit kommen, genau wie die Premium Economy, die ja bei der Swiss schon fliegt und die Economy Class gibt es ja dann auch schon, also kein Problem. Aber jetzt ist es so, dass es natürlich weitere Verzögerungen gibt. Wann sollte die 777 kommen? Ich will damit gar nicht anfangen, aber ihr wisst, was ich meine. Die erste 350er 1000 ist die, die für die neue First Class gesetzt ist, aber, und das ist das Dilemma, was wir an dieser Stelle leider haben, Rockwell Collins kann nicht liefern. Ist es Rockwell Collins? Nee. Nicht Rock, ich glaube schon, das war oder Collins. Ja, ich meine, das ist der Hersteller der Sitze. Und die können halt nicht liefern. Und damit wird es wohl bei den Sitzen um etwas Zeit gebeten werden. Und wir müssen Verzicht üben. Man will nicht auf die Flugzeuge warten, deshalb wird es wahrscheinlich keine First Class geben. Die Kabine wird leer sein. Und dann wird das Ganze mit einem Vorhang zugemacht. Naja, nun gut, Vorhang ist ja so oder so, deshalb würde ich ja jetzt nicht davon ausgehen, dass da ein Vorhang ist. Vielleicht bauen sie da auch irgendwelche Sitze ein, damit da zumindest Sitze sind, dass die Crew sich hinsetzen kann. Aber es wird sich da halt zur Verzögerung auslaufen. Collins Aerospace ist es übrigens, das habe ich richtig gehabt. So, und Collins hat natürlich für alle diese Probleme im Moment mit der Lieferkette. Warum ist das ein Problem mit der Lieferkette? Ja, wenn man so die Sitze hochfährt, das sind Manufakturen. Gerade die First-Class-Sitze sind Handarbeit und da sind sehr viele Sachen, die halt wirklich extra dafür gedengelt werden. Da ist nichts irgendwie, dass man so irgendwie aus der Schublade rausnimmt. Und wenn man so Preise für solche Sitze hört, dann wird einem auch ganz schwindelig. Da ist man im sechsstelligen Bereich, pro Sitz wohlgemerkt. Ne? Und diese Mittelkabine, kann ich mir vorstellen, dass das eine der teuersten Sitze sein wird, die jemals hergestellt worden sind für die First Class. Also insofern, lasst uns überraschen. Schade, dass es da zur Verzögerung kommt. Ich habe Spott gelesen mit Carsten Spohr, dass er da, aber Carsten hat sich da nicht hingesetzt. Carsten S. aus M. Name der Redaktion bekannt, nicht geändert. Er ist unschuldig. Also ich bin ja gerne bereit, auf Carsten Spohr rumzubashen, wenn er es verdient hat. In dem Fall ist es halt wirklich dumm gelaufen. Erstmal, dass die Boeing 777 verspätet ist, dann, dass das mit den ganzen Lieferketten so ist. Er ist unschuldig und ob 5 Sterne Lufthansa oder nicht 5 Sterne Lufthansa, Häme kann man und im Zweifel ist das so, die kriegt man halt kostenfrei dazu. Ich finde es eher schade für die Lufthansa, denn gerade für die Lufthansa ist es ja enorm wichtig, um gerade auch das Ziel mit den 9% Mainline-Marge zu bekommen, braucht man die neuen Sitze und dann wieder ohne First Class rumzufliegen, ist für die wieder teurer. Die Frage ist natürlich, und das ist natürlich auch wieder so ein bisschen amüsant, kann man drüber streiten. Die Lufthansa hat gesagt, man hat ja die Wertigkeit der First Class erkannt und reduziert dann quasi von 16 bei den 747-400ern oder 747-400ern Upper Deck. Dann hat man da das dann reduziert mit dem Bett und dem Sitz auf 8. Hat jetzt in der Nase in der 747-8er, auch im 380er. Und jetzt geht man auf 3,5 Sitze runter. Also das ist natürlich alles schwierig, aber lasst uns das einfach mal abwarten, lasst uns da lieb sein. In dem Fall würde ich da auf die Lufthansa wirklich nicht so rumhauen, um das ehrlicherweise zu sagen. Dann haben wir ein Thema aus der Kabine. Das ist etwas, was ich euch mitgebe aus dem Grund heraus, 13 haben wir ja, aus dem Grund heraus einfach nur aus Chronistenpflicht. Und da ist es so, dass man eine mögliche Annäherung spürt zwischen Cockpit und Lufthansa. Die 5200 Piloten sind da anscheinend jetzt auf einem Lösungsweg. Ich würde mich freuen, dass wir die Baustelle räumen können. Gestern mit Mario, wenn ihr die Sendung nicht gesehen habt, kann ich sie euch nur ans Herz legen. Unseren Sky High Talk, Mario und Lars, da haben wir das ja besprochen, wie viele Streikbaustellen es bei der Lufthansa im Moment gibt. Und je mehr man schließt, desto besser ist es. Und da die Piloten nicht vorhaben zu streiken, zumindest nicht im Sommer, würde ich mich trotzdem freuen, dass wir da eine gewisse Sicherheit haben, weil ehrlicherweise kann es natürlich jederzeit passieren, dass die sagen, wir streiken doch, weil seit 1.7. ist keine Friedenspflicht.
Das als Randbemerkung. Dann geht es weiter mit der KLM. Und das ist eine Geschichte, die auch so ein bisschen mit Carsten Spohr verwebt ist und warum er intrinsisch da drin so hart ist, dass er keinen Staat in der Firma haben möchte. Und zwar die niederländische National-Airline KLM hat ja dort damals Geld bekommen. Es waren ja 3, irgendwas Milliarden, 3,4 Milliarden, glaube ich, vom Staat bereitgestellt worden. Aber genau wie die Lufthansa hat die KLM auch nur einen Bruchteil wahrgenommen davon. 924 Millionen sind es bei der KLM gewesen. Die KLM hat alles zurückgezahlt. Ganz wichtig. Und jetzt ist es so, dass nachdem die letzte Tranche des Kredits zurückbezahlt worden ist, trotzdem man sich nochmal die Staatshilfe angeschaut hat und der staatliche Aufseher einen Schlussbericht verfasst hat, in dem er gesagt hat, die KLM wäre böse gewesen. Wenn man sich das anguckt, was der Jeroen, ich weiß gar nicht, wie man das als ausspricht, obwohl ich an der Grenze groß geworden bin, der Kremers zumindest, war halt beauftragt, das Ganze anzuschauen. Und dann hat er geguckt, ob die Bedingungen eingehalten worden sind. Das Fazit ist, dass der Beamte aus dem Finanzministerium, da war er vorher beschäftigt, also ein, will ich Korinthenkacker sagen, ich glaube, das ist gemein, aber das ist ja nicht so, dass die Leute da im Finanzministerium unbedingt dafür bekannt sind, dass sie Sachen übersehen. Sie gucken sich das haargenau an. Und da hat er halt festgestellt, dass die KLM sich als unzuverlässiger Partner generiert hat. Man hat Informationen zurückgehalten, man hat sich an Abmachungen nicht gehalten. 24 Seiten hat er geschrieben und da war genau geregelt, was für Kosteneinsparungen KLM vornehmen muss. Unterschrieben hat das der Chef von KLM und natürlich aber auch von der Muttergesellschaft Air France KLM selber. Eine Vorgabe war, dass man alle Kosten, die man beeinflussen kann, um 15% reduzieren muss. So, pauschal. Diese Vorgabe habe es aber im Mehrjahresbudget nicht gegeben, sagte Kramers. Und in der Zeitung der Volkskrant, keine Ahnung, was das für eine Postille ist, habe die KLM mehr verausgabt als angegeben und vereinbart war, besonders an die Piloten. Die Pilotengehälter sind also quasi nicht so stark gesunken, wie man das hätte haben wollen von Staatswegen. Und als er das Management darauf angesprochen hat, gab es langwierige Diskussionen. Ist natürlich so, ist ja wie in der Schule, ihr wisst ja selber, wenn ihr beim Bescheißen erwischt worden seid, dann habt ihr ja auch erstmal lange mit dem Lehrer diskutiert und gesagt, warum das alles gar nicht so ist und es sieht immer so anders aus und so weiter. Und dann hat man von dieser Sparpflicht natürlich im Vorstand der KLM nichts mehr gewusst. Hat gesagt, nee. So, und jetzt ist natürlich für mich die Frage, hat sich das Verhältnis zwischen der KLM und dem Kollegen Jeroen Kremers zu Recht abgekühlt und hat die KLM zu Recht gesagt, hey, wir haben die Knete zurückgezahlt, wir haben unsere Schuld getan, Thema durch. Auf jeden Fall ist die Atmosphäre, so sagt Kremers, wir sind wichtig für die Niederlande, also das sagt KLM zu Kremers. Also ist es offensichtlich, dass die Regierung uns unterstützt. Insgesamt hat die Fluggesellschaft die Kosten um weniger, also die 400 Millionen Euro haben sie nicht gesenkt, obwohl sie es versprochen hatten. Und die meisten Einsparungen sind auch nur vorübergehender Natur gewesen. Eine Lohnerhöhung für die Pilotinnen und Piloten um 5% widerspreche sogar der Vereinbarung, so ist das gesagt worden. Dann hat die KLM auf den Mann gespielt, so macht man das natürlich, dann geht man auf Body. Und jetzt hat die KLM das Ganze mit Erstaunen zur Kenntnis genommen und man sagt auch einfach, hey, wir haben das Ding zurückbezahlt. Und jetzt ist natürlich die Frage an euch, und da bin ich mal gespannt, ob ihr das in den Kommentaren auch mal so eure Sicht sagen wollt, hey, die haben das Geld zurückgezahlt, wo ist das Problem? Das wäre mal eine interessante Sache. Ich habe vor lauter Glück übrigens eben auch die Frage des Tages vergessen. Die will ich euch natürlich auch noch mal geben. Und zwar,
Was sollte Miles & More an der Kreditkarte verbessern? Seht ihr da Verbesserungspotenzial und Personal logischerweise? Aber auch, wie seht ihr den Wechsel zur DKB, von der DKB zur Deutschen Bank? Ist das etwas, was euch tangiert oder sagt ihr, mir ist das egal, Hauptsache, das wird ordentlich gemacht und dann ist es egal, welches Logo da hinten drauf prangt. Da bin ich auch dankbar, wenn ihr das macht. Jetzt ist übrigens auch nochmal der Moment, wo ihr den Kanal abonnieren, Glocke, Like und alles da lassen könnt. Ganz wichtig an dieser Stelle. Der gemeine Zuschauer freut sich ja, wenn der 380er wieder in Toulouse was zu tun hat. Aber das zu tun ist nicht das Hotel, was uns versprochen worden ist. Das zu tun ist nicht, dass eine neue Produktionslinie gemacht worden ist, dass der 380er wiederkommt, sondern der Grund ist ganz banal. Risse in den Flügelholmen. Und zwar ist das so, dass der 380er nach der Pandemie natürlich jetzt wieder zurückkehrt in allen Flotten und Emirates hatte halt festgestellt, dass man dort Probleme hat in diesen Holmen. Und deshalb ist das so, dass es bei der Lufthansa, bei Emirates überall kaum Platz gibt und auch Plätze gibt, um dieses zu reparieren. Und Emirates als weltgrößter Betreiber der A380er Flotte kann sich halt nicht mehr nur auf die eigene Wartung verlassen, sondern schickt sie auch zur Lufthansa, weil sie einfach keinen Platz haben. Es geht einfach nicht. Und jetzt ist es so, dass die 380er rund 60 Tage am Boden bleiben müssen, um die feinen Risse in den Flügelholmen, also in einem tragenden Bauteil des Flügels, zu reparieren und auszutauschen. Inspektionen und Reparaturen ist so, dass das in dem Werksgelände in der Anlage für die 380 von Emirates eingerichtet. Die Arbeiten dort sind laut der Gewerkschaft Force Ouvrière bis ins dritte Quartal 2024 geplant. Man unterstützt damit die Inspektion einiger Flugzeuge in Toulouse, sagt man. Ein großer Teil der Arbeiten wird im Emirates Engineering Center durchgeführt. Airbus bietet in Toulouse zusätzliche Unterstützung. Die Zeit am Boden schätzt man pro Jet quasi auf 60 Tage. Ja, schade eigentlich, dass das nur der Fall ist. Ich hätte mich gefreut, wenn 380er etwas mehr ins Benimm genommen worden wäre. Man hätte einen 380 Neo gebaut oder etwas, was noch geiler ist. Schade an dieser Stelle. Auch hier könnt ihr ja kommentieren. Ich sehe, Kommentare haben wir ja fast 50 Stück. Jetzt gehen wir auf den Dealzone-Deal. Da gebe ich euch mal den Deal von Budapest über Frankfurt nach Incheon hin und zurück sind 520 und 5.322 Meilen One-Way. Das sind hin und zurück 11.684 Meilen in der Buchungsklasse P wie Paula. P wie Paula ist natürlich immer wieder ein Ticket, was besondere Konditionen hat. Die besonderen Konditionen, die wir hier haben, sind 6 Tage Mindestaufenthalt oder eine Nacht von Samstag auf Sonntag. Ihr wisst das ja, maximaler Aufenthalt ist, glaube ich, immer 3 oder 6 Monate bei dem Ticket. Wichtig ist noch der Preis, das sind 1.289 €. Meilen interessieren euch ja alle am meisten für die Strecke. Da gibt es 18.758 bei Air China. Bei SAS 12.118, genau wie bei Miles & More. Singapur gibt es 14.570. Dann haben wir United, LATAM, Thai Airways, Copa und Air Canada, die geben 11.136, die ersten 3 geben sogar 11.656, All Nippon nur 8.158, 1.038 gibt es bei Cathay Pacific, 0 Meilen bei South African, Air New Zealand, Asiana, Aegean, Äthiopien, EFA und natürlich wie immer bei der Buchungsklasse P wie Paula bei Turkish Airlines 0 Punkte. Also hier alles gemacht und getan. Ja, das war ein Deal, den ich relativ cool finde. Ich weiß nicht, wie ihr ihn findet. Deshalb bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Dann haben wir die Frage des Tages. Da habt ihr jetzt wirklich nochmal die Möglichkeit, die Frage des Tages zu beantworten. Was sollte die
Lufthansa Miles & More Kreditkarte verbessern und was ist für euch eurer Meinung nach mit der Änderung von DKB bzw. zur Deutschen Bank? Ist das ein Wechsel, den ihr nachvollziehen könnt oder sagt ihr, nee, ich mag DKB oder ich mag Deutsche Bank? Da bin ich gespannt, was ihr sagt. So, damit haben wir doch alles hier jetzt abgearbeitet und damit können wir eure Fragen und eure Kommentare direkt bearbeiten. Die Zeiten alle eingetragen und schon sind wir bei euch. Ja, hallo Franken, schönen Abend und Grüße ins beschauliche Bremen. Danke für den Superchat, danke für deine 2,49 €. Das ist super, ich mag eure Unterstützung und natürlich 200. Sendung für euch, macht natürlich Spaß. Sind sogar mehr Sendungen, wenn man ehrlich ist, weil ich habe irgendwo mal mich verzählt, ich weiß gar nicht mehr wo. Und mit diesen, mit meinem Themenvorschau ist das sogar noch mehr. Ne? Also insofern viel mehr Arbeit nur für euch, aber ich mache es gerne. Hallo Venture X, hallo Frank, hallo Sven, hallo Matthias, immer noch in Jerusalem. Hallo Thomas. Jerusalem ist übrigens geil, das muss ich ehrlicherweise sagen. Also da würde ich auch gerne mal wieder hin, Tel Aviv oder sowas. Bei Statuswechsel ändert sich jedes Mal auch die Kartennummer. Warum? Hoffentlich hat das bei der Deutschen Bank nun endlich ein Ende. Nein, das hat kein Ende. Der Statuswechsel ändert die Nummer, weil ja 3330 ist Hon Circle, 2220 ist Senator und so weiter und 9920 ist FTL und so weiter. Das ist das eine, warum sich die Nummer ändert. Und dann ändert sich logischerweise die Kartennummer. Das, was sich nicht ändert, ist, wenn ihr Hon werdet und dann den Hon zum Beispiel nicht mehr schafft und Senator werdet, solltet ihr die Senatornummer von vorher wiederbekommen. Und wenn ihr wieder Hon werdet, kriegt ihr wieder die Hon-Nummer. Werdet ihr FTL, kriegt ihr die alte FTL-Nummer. Diese Nummern werden nur geändert im Regelfall, wenn es irgendeinen Missbrauch gab. Das heißt also, die Karte verloren, geklaut, das Konto in irgendeiner Art und Weise gehackt. Dann kriegt ihr eine neue Miles & More Nummer. Aber ansonsten die Kreditkartennummer von Miles & More, die wird bei der Kreditkarte leider geändert. Das ist in der Natur der Sache. Dann hallo Bernhard, hallo Ronny, hallo HZ, hallo Johann, hallo Jörg. Und Sven ist das ganz wurscht, das ist in Ordnung. Auf jeden Fall die Unsitte, Abschaffen bei Kartennummer zu ändern, da gebe ich Bernhard recht. Das mit der Kartennummer, das ist halt so. Also, aber zumindest habt ihr immer dieselbe Kartennummer, wie ich eben erwähnt habe. Hallo Ingo. Hallo, ja Matthias, also das ist das, was ich denke, dass man dann automatisch rüber transferiert wird. Vielleicht wird es bei der Deutschen Bank eine neue Risikobewertung geben, dass da eventuell an der Kreditlinie was gemacht wird. Aber ansonsten kann ich euch da ehrlicherweise sagen, da sollte nicht viel passieren. Vielleicht dauert das am Ende des Tages etwas und ruckelt, aber ansonsten sollte es gehen. Habe die gleiche Frage ja schon beantwortet. Heutzutage ist der Wechsel eigentlich von einem zu anderen ganz normal. Die Deutsche Bank hat eher ein besseres Angebot vorgeschlagen. Nee, die haben einfach angeboten, das für weniger Geld zu machen. So einfach ist das im Leben. Dresdner Bank heißt jetzt Commerzbank. Okay, sind also aufgekauft worden. Also von der Drehbar zur Koba. In Ordnung, wunderbar. Wobei ich die Koba, also die Commerzbank fand ich auch nicht so prickelnd. Aber ich hatte bei der Dresdner Bank, glaube ich, auch mal ein Firmenkonto oder sowas. Aber keine Ahnung. Langes her. Bekomme ich auch doppelte Meilen, wenn ich von der Karte meine Lebensversicherung bei der Deutschen Bank monatlich zahle? Weiß man ja alles gar nicht. Bedingungen sind gar nicht raus und es ist ja erst Sommer 2025 akut. Deshalb würde ich da erstmal entspannt bleiben. Am Anfang der Umstellung wird es ziemlich haken. Viel Ärger kommt dann doch wieder auf uns zu, da die Umstellung doch Energie kostet. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe mal, dass die Kartennummern nicht geändert werden. Aber wahrscheinlich schon, weil die Deutsche Bank andere Nummernkreise hat als die DKB. Ne? Hallo Ingo.
Ja gut, das wäre wirklich der klassische Traum, wenn man halt nicht auf die amerikanische Kreditkarte zurückgreifen will. Bei der amerikanischen gibt es pro Dollar einen Punkt und wenn man 2 Punkte haben will, muss man brauchen nur Lufthansa nur ein Ticket kaufen. Also amerikanische Kreditkarte. Ist übrigens von der Barclays. Ja, das wäre ein Traum, dass man das kriegt. Aber wie gesagt, lass uns abwarten, was mit den Bedingungen wird. 2025 ist noch ein bisschen hin. Dann bis 2025 warten, wenn du deutscher Bankkunde bist, zufrieden bist, das ist doch wunderbar. Ja, aber da waren die Sitze, glaube ich, auch nur so provisorisch drin, damit was drin war. Ne? Also sind die verkauft worden bei Iberia, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht aus dem Kopf heraus. Da kann man jetzt böse sein und sagen, die passen zusammen oder die passen nicht zusammen. Zumindest der Name Deutsche Lufthansa und Deutsche Bank sind da in Ordnung. Sven hinterfragt das, ich habe dir doch gerade eine Antwort gegeben. Wer kommt zuerst? Allegris, warten wir es ab. Ja, also Allegris selber wird ja schon kommen, alleine, weil Allegris ist ja nicht nur die First Class, Allegris ist ja das komplette Konzept, das heißt also die Economy, Premium Economy Business, aber auch die First Class und dann auch noch die Services drumherum. Das ist Allegris, also Allegris Welt, um es mal so zu sagen, deshalb. Aber vielleicht kommt die Allegris, die First Class, erst mit der ersten 777, wir wissen es nicht. Ich kann ja nicht sagen, ob die länger bleiben, die 380er. Das hängt ja auch damit zusammen mit dem Alter, wann das gemacht werden muss und so weiter. Also da schauen wir erstmal. Aber auf jeden Fall, wenn die 777 nicht kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 380er länger bleiben, natürlich auch gegeben. Und das andere Thema ist natürlich, wie kommen die 350er von Airbus. Ne? Nee, deshalb werden keine Sitze eingebaut. Deshalb gibt es erstmal keine Sitze in der First Class. Das heißt also, die Kabine wird vorne leer sein. So ist das, was man hört, was da passieren soll. Ich verspreche mir dann als Bestandskunde der Deutschen Bank eventuell einen guten Meilenbonus bei Umstellung meiner aktuellen Maße. Oh, da kann man immer von träumen. Deutsche Bank sind Global Player. Gut, DKB, wenn man gemein ist, kann man ja sagen, das ist ja die ehemalige Staatsbank der Deutschen Demokratischen Republik. Das wäre jetzt so. Ja, Global Entry für die USA, aber Global Entry ist ja nicht unbedingt Kernmarke für ein deutsches, aber amerikanische Kreditkarte, ich sag nur, mit American Express zum Beispiel hast du Global Entry mit dabei. Nur so viel dazu. Okay, kann man auch so sehen, dass sich das besser anhört. DT Bank als DKB. Hoffentlich kommt auch eine Kombi mit dem Girokonto und als Verbesserung wünsche ich mir eine bessere Versicherung für Gepäckverlust und Flugverspätung. Habe ich meine warmen Worte zu gesagt. Hallo Stadtbär. Ja, Rainer, es geht immer um 19 Uhr los. Einfach ein Subscribe setzen oder abonnieren und dann die Glocke an, dann kriegst du auch eine Nachricht. Und ich mache pro Tag auch immer, versuche ich zumindest, so eine Art Themenvorschau, damit wir wissen, worum es geht. Heute habe ich das Allegris-Thema ja nicht drin gehabt, weil ich die Vorschau schon zu früh gemacht habe. Aber ihr seht, ich nehme Themen auch direkt tagsüber auf. Und Kanalmitgliedschaft, dann kriegst du solche Themen natürlich auch in der Gruppe gepusht, beziehungsweise hast noch die Möglichkeit, Themen zu besprechen. Wichtig, Business Class empfehle ich, Business Class. Okay, das wäre eine Idee, aber ich erwarte keinen besseren Service. Bin erschüttert, dass diese Bank demnächst die Kreditkartengeschäfte mal verwalten soll, könnte über DKB nicht klagen, hatte in den letzten Jahren den Eindruck. Das ist gut, dass das gepasst hat. Auch das ist ein deutsches Problem. Ich sage nur amerikanische Kreditkarten. Wir haben keine FX-Gebühren in den USA. Ich habe 4 Cent mehr bezahlt für ein Ticket, was aus dem Euro-Raum kam, weil ich den US-Dollar mit der Amex bezahlt habe. So, dann, dass die Deutsche Bank öfter Besuch von der Staatsanwaltschaft hatte als von, wahrscheinlich hat die Deutsche Bank der Herr versprochen, viel weniger
Kosten, die Kreditkunden zu verwalten. Die DKB schade jedenfalls für eine Deutsche Bank nichts Gutes. Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe, dass das Angebot der Deutschen Bank wahrscheinlich für die Lufthansa wesentlich mehr Geld am Ende übrig lässt. Und das ist das. Beziehungsweise Miles & More. Und dann Miles & More der Lufthansa. Sven findet das lustig. Ja, ich finde das auch lustig. Abfahren Tetring, ich stimme Stadtbild zu, trotzdem sollten wir offen sein. Aber wer offen ist, ist nicht ganz dicht, Thomas. Immer dran denken. Guido, Stadtbär, nee, sehe ich nicht so. Im Gegenteil, bin froh, dass die DKB endlich weg ist. Okay. Denke nicht, der Bankweg zum Vorteil der Kunden sein wird. Lassen wir gerne als Besseren belehren. KLM hatte wenigstens keine Bearbeitungsgebühren zu zahlen, im Gegensatz zu privaten Kreditnehmern. Das kann wohl sein. Ich kann die Begeisterung von gut verstehen, aber wenn man erstmal bei den Airlines ankommt, spricht keiner von Drahts garantiert The Future of Flight Unfolding. Ich finde beide Flugzeuge faszinierend und wenn man sich die 777 anguckt, und ich hatte ja das Privileg bei Boeing in dem Mock-up von der 777 zu sein, das ist schon Wahnsinn. Also das ist ein cooles Flugzeug, da gibt es gar nichts. Ist so, ja. Genau, 99220 FTL und 920 Member. Danke dafür. Dann Adali. Wenn die 777 kommt, ist die Lebenszeit des Arztes sowieso vorbei. Kann natürlich auf der einen Seite gut sein für die 777, dass sie erst so spät kommt, kann aber auf der anderen Seite so lange heißen, dass die 380er bis zum Ende ihres Lebens fliegen müssen. So. Gerne. Supersticker, danke für den Supersticker. Peer Character doing a Shaka sign with his hands saying cool. Warte, das muss ich mir hier angucken. Das kann ich euch rüber kopieren. Schade, dass das Programm das nicht unterstützt. Das sieht in Natura dann so aus. Danke dafür. Da bin ich voller Dankbarkeit. Schön wäre es, wenn man auch hier wieder amerikanische Kreditkarte, da kannst du die PIN auch ändern. Was ist die Early Bird Flugprämie? Ist das bei der Lufthansa? Gibt es doch gar nicht mehr. Ach so, doch. Und zwar ist das, wenn man Frühbucher macht mit der Early Bird Flugprämie, ist das so, dass man mit der Miles & More Early Bird Flugprämie auf den Flügen mit Lufthansa, Swiss oder Austrian Airlines bis zu 65% Meilen sparen kann, bucht mehr als 30 Tage vor Abflug. Wo ist denn das hier? Und zwar Early Bird Strecken für 20.000 Meilen ab Frankfurt sind Amman, Baku, Boston, Delhi, Dubai, Kairo, Montreal, Mumbai, Nairobi, New York, JFK und Newark, Teheran, Tel Aviv und von München aus ist es Boston, Charlotte und New York und JFK natürlich in Tel Aviv. Dann gibt es Strecken für 30.000 Meilen, Atlanta, Austrian, Bangkok, Chicago, Dallas, Hongkong, Los Angeles, bla bla bla, alles hier nochmal. Und die Strecke mit 40.000 Meilen sind Bogotá, Buenos Aires und so weiter, aber das wäre das. Das aber alles in Economy, ne? Ja, ist alles in Economy, so wie ich das sehe. Ich hoffe, ich konnte die Frage dir kurz und knapp schnell beantworten. Die ist die einzige, wo es nicht geht bei meinen Karten. Ja, die einzige Karte, aber die wichtigste für viele. Weiß ich jetzt nicht, ob die Sitze vom 318 in die 777 rein können, weil Sitze müssen zugelassen werden. Und das ist das Problem, was die Lufthansa vielleicht auch eventuell hat. Ich hatte das in Hamburg gehört, dass wohl nicht alle Sitze zugelassen worden sind für alle Flugzeugmuster. Und als ich Lufthansa fragte, hat man gesagt, nee, wie kommst du darauf? Also ich bin da mal gespannt, ob das alles funktioniert. So, dann top, dann danke ich. Damit haben wir dann heute wieder alles abgearbeitet. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und natürlich an den Kollegen Rainer Mohr
abonnieren, Kanalmitgliedschaft. Wenn du Fragen hast, schick mir hier eine WhatsApp-Nachricht an meine amerikanische Rufnummer und dann können wir das gerne auch nochmal bequatschen. Also, danke und bis später. Jetzt bin ich hier raus. Also, bis dann. Tschüss. Bis morgen.